Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Review über die neue deutsche und teuerste Serie aller Zeiten im deutschsprachigen Raum. Und zwar die Serie 1899. Die fanden wir extrem spannend und sie ist es wert, angeschaut zu werden. Wer die ersten 2 Folgen, die etwas zäh sind, überstanden hat, der wird nicht enttäuscht werden, die Serie auch wirklich weiter zu gucken bis zum Ende. Die ist nämlich sehr tiefgründig und spannend. Jonathan, erzähl doch mal ganz kurz zusammengefasst, worum geht's denn in der Serie 1899? Ja, also in der Serie 1899, eine Staffel mit 8 Folgen, geht es darum, dass wir uns im Jahr 1899 befinden auf dem Schiff Cerberus. Der Captain und die Passagiere haben also geplant, von Europa rüber ins tolle Amerika zu fahren. Und unterwegs bekommt er aber eine Nachricht, eine Morse-Nachricht von der Reederei. Und an Bord der Cerberus bekommen die plötzlich ein Signal von der Prometheus. Ein weiteres Passagierschiff mit ähnlicher Bauweise, das vor kurzem spurlos verschwunden ist. Und der Captain denkt natürlich, vielleicht sind da Passagiere in Not und vielleicht können wir da noch jemanden retten. Und beschließt dann, einen Teil des Weges, den sie bereits zurückgelegt hatten, wieder umzukehren und zurückzulegen, um die Prometheus aufzuspüren. Ja, das ist so die Story eigentlich, die in der Serie 1899 so der Anfangsplot ist. Wie du ja schon gesagt hast, Shiva, die ersten paar Folgen, 2, 3 Folgen, da baut sich die ganze Handlung sehr langsam auf, dass die meisten wahrscheinlich schon gedacht haben, ach nee, dann gucke ich mir lieber was anderes an. Es kann also schon mal ein bisschen langatmig werden, aber wer wirklich genügend Sitzfleisch hat und sich denkt, ja, ich schaue jetzt weiter, der wird auf keinen Fall enttäuscht. Welche Elemente fandest du besonders tiefgründig und was haben die mit unserem Thema die Matrix zu tun? Also ganz spannend fand ich auch, dass viele Elemente, die man auch in Westworld vorfindet oder in die Matrix, halt in dieser Serie wieder aufgegriffen worden sind. Weil mit der Zeit stellt sich nämlich heraus, dass die sich alle in einer Art Simulation befinden. Und dort kommen dann eben diese Elemente dann plötzlich zum Tragen, dass sie plötzlich in anderen Räumen sind, dass sie Räume entdecken, die sie in eine Landschaft führen auf dem Schiff, geheime Gänge und. Und da wird also immer deutlicher, dass sie sich eigentlich in der Matrix befinden. Ja, was fällt dir denn noch zu dieser hochspannenden und tiefgreifenden Serie ein? Das Ende war ja auch sehr spannend zum Beispiel. Ja, also sehr spannend fand ich auch, dass auch das Thema, das wir auch schon seit Jahren behandeln, über die Statisten vorkommt. Denn in einer Szene wird es sehr seltsam, denn plötzlich ertönt eine Art Sirene und ungefähr 90% oder 95% der Passagiere und der Besatzung fallen in eine Art Hypnose und springen einfach alle über Bord. Einer nach dem anderen. Und die Passagiere, die nicht in diese Hypnose gefallen sind, versuchen die dann daran zu hindern. Vor allen Dingen Familienmitglieder, Freunde und so weiter. Und dass da das Thema der Statisten eben auch wieder aufgegriffen wurde, fand ich sehr spannend. Und in der Hauptrolle sind eben der Captain, ein Passagier, der eben auf der Prometheus war und heimlich rübergeschwommen ist und so tut auf der Cerberus, als sei er von Anfang an ein Passagier gewesen. Und dann noch eine Frau, die mit der Zeit herausfindet,
ohne irgendeine Erinnerung dazu haben und unter starker Amnesie leidet, dass dieser Mann, der von der Prometheus heimlich rübergeschwommen ist, ihr Ehemann ist. Auch ein Kind tauchte plötzlich auf dem Schiff auf, der Kerberos, das auch von der Prometheus höchstwahrscheinlich rübergeschwommen ist oder irgendwie von der Prometheus auf das Schiff Kerberos rübergekommen ist. Und die erinnern sich eben, dass sie in einer anderen Realität eine Familie sind. Sie fangen plötzlich an, sich schrittweise zu erinnern, obwohl sie auf dem Schiff, auf dem sie sich gegenwärtig befinden, keiner irgendwie das Gefühl hatte, den anderen zu kennen oder sich an irgendetwas zu erinnern. Und nach der Zeit bekommen sie also heraus, dass sie sich in einer Simulation befinden und dass eben ihr Vater dahinter steckt oder ihr Bruder, die eben diese Simulation gestartet haben und eben die ganzen Passagiere, die eben echt sind und keine Statisten, sozusagen dazu gezwungen worden waren, in diese Simulation einzutauchen mit Amnesie, damit sie da eben endlos eine Schleife spielen. Denn sie haben auch herausgefunden, dass sie diese Realität auf dem Schiff im Jahre 1899 schon immer und immer wieder mal gespielt haben. Vielleicht hunderte Male, ohne sich daran zu erinnern. Genau, und dass wir uns eben in einer Zeitschleife finden, das wollte ich gerade auch sagen. Das haben wir schon mehrfach erzählt. Das ist hier ein unendlicher Alltagsloop. Nicht nur, dass unser Alltag immer gleich ist, sondern auch, dass der gleiche Tag immer wieder gespielt wurde. Oder die gleiche Realitätsszene, die aus mehreren Tagen bestehen kann. Und genauso war das eben auf diesem Schiff auch. Die haben eben immer wieder, sind die auf dieses Schiff gegangen und sind zu Prometheus gefahren und wollten das Schiff retten. Und das haben sie immer wieder gespielt. Und spannend fand ich auch, ne, was wir herausgefunden haben, dass eigentlich dort, weiß ich nicht, 90% der Leute, die über Bord gegangen sind und Statisten waren, eben mit der Zahl übereinstimmen, die wir auch so annehmen, dass sie stimmt. Also da waren ja bestimmt, wie viele Echte waren da drauf? 2%, wenn es hochkommt. Und der Rest war alles Statisten und wollte über Bord gehen. Ja, das fand ich sehr spannend. Und ja, magst du noch was zu dem Ende erzählen? Und den Theorien zum Ende? Ja, das Ende ist natürlich auch sehr verblüffend, weil im Laufe der Folgen bekommen eben der Captain und die Ärztin und ihr Mann und ihr Kind heraus, dass sie sich in der Simulation befinden und versuchen eben bestimmte Aufgaben auf dem Schiff zu erledigen, um aus der Simulation aussteigen zu können. Und das Interessante dabei ist, dass eben die keine Statisten auf dem Schiff waren, einen Brief bekommen hatten von einem unbekannten Mann. Und in diesem Brief stand eben gute Reise und so weiter. Es ist wichtig, dass du diese Reise machst und so weiter und so weiter. Und die kannten sich auf dem Schiff untereinander gar nicht und haben erst mit der Zeit herausgefunden, dass sie alle einen Brief von der gleichen Person bekommen hatten. Und zum Schluss stellt sich dann eben heraus, dass die eben von dem Bruder der Ärztin verfasst worden waren und in die Simulation eingeschmuggelt worden sind. Und irgendwie schafft die Ärztin das dann eben letztendlich aus der Simulation auszusteigen. Und wo findet sie sich plötzlich wieder? In einer Art Kryokapsel. Und sie schafft es dann auch, aus dieser Kryokapsel herauszukommen. Und da ist natürlich dann ein Computer gewesen. Sie hat gesehen, sie befindet sich auf einem Raumschiff, das auf einer großen Reise war. Daran erinnerst du dich doch auch noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Und rundherum gab es noch mehr Kryokapseln und dort waren die ganzen anderen Crewmitglieder, also die echt waren, in diesen Kryokapseln und haben dort noch geschlafen. Ich meine, wir hätten nicht den Mann und den Sohn gesehen, aber alle anderen Mitglieder, die echt waren, die haben sich dort auch in den Kryokapseln befunden. Sprich, die Statisten wurden jetzt alle einfach
ausgetauscht oder entfernt, besser gesagt. Und es waren jetzt in der neuen Simulation nur noch die vorhanden, die eben echt waren und in der alten Simulation auch schon mitgespielt haben. Ja, und dieses Ende hat natürlich für viel Spekulation gesorgt, für die Leute, die die Serie sich angeschaut haben. Und zwar, ist sie wirklich dann aus der Simulation ausgestiegen oder ist es nur wieder eine neue Simulation? Und meiner persönlichen Ansicht nach würde ich sagen, es ist eine neue Simulation, weil, wie du ja schon gesagt hast, ihr Ehemann und ihr Sohn haben gefehlt in den Kryokapseln. Wo sollen die sein? Da standen auch keine leeren Kryokapseln, wo man jetzt sagen könnte, ja, die sind schon eher wach geworden oder so. Dem ist nicht so. Und als sie sich an den Computer setzt, bekommt sie eine Nachricht von ihrem Bruder. Ne? Gute Reise. So ein bisschen in dem Stil. Und das legt den Verdacht nahe, dass der Bruder gemerkt hat, dass sie aus der Simulation von 1899 aussteigen wollte und hat sie einfach, ja, in eine neue Simulation verschifft, die eben in der Zukunft spielt. Denn wir haben da übereinstimmende Elemente. Das Raumschiff war auf der Reise von der Erde zu einem anderen Planeten, wie sie aus dem Computer herauslesen konnte. Jeder bekam anscheinend wieder eine Nachricht, nur diesmal über den Computer, digital. Und daher denke ich schon, diese ganzen Parallelen deuten darauf hin, dass eigentlich eine zweite Simulation gestartet worden ist, nur halt diesmal in einem anderen Ambiente zu einer anderen Zeit. Oder wie siehst du das, Shiva? Ja, ich denke auch genau das Gleiche. Es ist eine neue Simulation. Eigentlich ist ja auch geplant gewesen, dass es eine zweite und dritte Staffel geben wird. Leider haben wir jetzt gestern herausgefunden, dass es keine weitere Staffel geben wird. Was wir sehr schade finden, denn wir hätten natürlich gerne noch das eine oder andere erfahren, was da so noch an versteckten Elementen gewesen ist. Die Macher haben sich definitiv was bei der Serie gedacht und die stecken auch tatsächlich vermutlich sehr in der Materie drin, sonst hätten sie nicht all diese Matrix-Elemente, über die wir all die Jahre schon sprechen, mit eingebaut gehabt. Und ja, wir finden es schade, dass sie nicht weitergeht. Aber auch die erste Staffel lohnt sich wirklich sehr zu schauen, sich die mal anzuschauen. Und genau, das auf eine sehr verspielte Art und Weise näher gebracht zu bekommen, das ganze Konzept. Wir hoffen, wir konnten euch inspirieren, die Serie euch anzuschauen und wünschen euch viel Spaß. Ja. Schaut euch die Serie an und klar, wir haben jetzt ganz gut gespoilt. Ne? Ja, trotzdem anschauen, lohnt sich. Tschüss.